Sölden im Ötztal. Da denkt man erstmal an Jubel, Trubel, Après-Ski. Aber zwischen den Skigebieten von Sölden, Hochgurgel und Stubaiz liegt ein wenig beachtetes Kleinod ohne Straßen, Pisten und Remi-Demi. Söldens stille Seite kann man in mehreren Tagen auf einem anspruchsvollen Rundweg erwandern. Genau das haben Leo und ich vor. Wir treffen uns auf der Klebleralm, wo wir von Anita, der Wirtin des urigen Gasthauses, herzlich empfangen und köstlich bewirtet werden. Da wir aus dem Flachland kommen und die Höhe nicht mehr so gut wegstecken wie in unseren Jugendjahren, haben wir uns 2 Nächte lang hier in rund 2000 Meter Höhe einquartiert und verbringen unseren ersten Tag mit einer Akklimatisationstour zum Fräulersloch, einer Grotte in 2700 Meter Höhe. Ach ja, Schafe treffen wir unterwegs. Und die sind hier alles andere als selten. Seit vielen Generationen ist das Tiroler Bergschaf im Ötztal heimisch und hält im Sommer das Gras auf den Almen kurz, was wiederum die Lawinengefahr im Winter reduziert. Mittagsrast in 2700 Metern Höhe. Du kaust? Ja, ich kau immer noch. Ja, das ist doch gut. Ein paar blöde Kommentare braucht man bei so einem Film. Das sieht aber nicht so lecker aus. Hauptsache es schmeckt trotzdem. Ins Fräulersloch gehen wir dann doch nicht, dafür ist uns der Zustieg zu heikel, aber auch der Abstieg hält noch Herausforderungen bereit. Nun aber zur eigentlichen Tour. Von Klebler aus laufen wir zunächst auf das Brunnenkogelhaus, dann auf einer langen Gratwanderung zum Timmelsjoch und weiter zum Gasthaus Hochfürst. Die nächste Etappe führt ins alte Bergbaugebiet des Schneebergs. Weiter geht es zur Siegerlandhütte und zur Hildesheimer Hütte, wobei man kurz das Stubaier Gletscherskigebiet tangiert, bevor man auf dem Weg zur Hochstubaier-Hütte wieder in die Einsamkeit eintaucht. Die Runde schließt sich in Sölden. Das Wetter ist noch nicht überzeugend, als wir ins Windachtal hineinlaufen. Aber bald geht der Regen erst vereinzelt, dann immer mehr in Sonne über und wir steigen auf der anderen Talseite ins Schönkar auf. Wieder begegnen uns Schafe, diesmal auf dem Almabtrieb. Es ist Mitte September und da wird es Zeit fürs Tal, bevor der Winter einbricht. Das Schönkar weitet sich und gibt bei zunehmender Sonne den Blick auf die Nordseite des Windachtals frei. Von dort wollen wir in ein paar Tagen wieder absteigen. Noch ein paar Kehren und wir sind am Brunnenkogelhaus, das wie ein Adlerhorst auf dem Grat hockt. Wir sind die letzten Übernachtungsgäste. Morgen schließt die Hütte. Was für ein Panorama. Das Gurklertal. Mit dem hinteren Seelenkogel und dem Schalfkogel. Und dann geht der Blick hinüber ins Ventertal. Und oben drüber die Wildspitze. Tirols höchster Berg. Und dann die Belohnung des heutigen Tages. So kann's gehen. Am Morgen noch im Regen und einige Stunden später eine herrliche Abendstimmung in 2738 Metern Höhe mit Wahnsinnspanorama. Und auch der nächste Tag beginnt vielversprechend. Und das ist gut so, denn wir laufen die ersten 8 Kilometer in knapp 3000 Meter Höhe fast ununterbrochen am Grat entlang. Bei Gewitter oder Sturm wäre das keine Option.
Dann schauen wir zu, wie der Timmelswurm versucht, über das Joch zu kriechen. Schafft er es, wird das Wetter im Ötztal schlecht. Zum Glück schafft er es nicht. Auf einem schönen Höhenweg laufen wir weiter zum Timmelsjoch, wo uns dann allerdings der Timmelswurm überwältigt. Nach einer Cappuccino-Pause im Passrestaurant steigen wir ins Passayer Timmelstal ab. Kaum haben wir die Höhe verlassen, legt sich der Wind und auch die Kälte nimmt ab. Die Timmelsjochstraße hören wir hier auch nicht mehr. Wir teilen uns den Weg bis zum Gasthaus Hochfürst, wo wir heute übernachten werden, mit dem E5. Na, genug für heute. Reicht. Am nächsten Morgen sind wir noch nicht lange gegangen, als wir schon wieder eine Pause einlegen. Zur Gostalm ist es zwar ein kleiner Umweg, aber ein sehr lohnender. Weit haben wir es heute ohnehin nicht. Wir wollen zum ehemaligen Bergbaugebiet am Schneeberg. Silber, Blei und Zink wurden hier seit dem Mittelalter und noch bis 1979 abgebaut. Die Bergbautätigkeit führte zu einem regelrechten Schweizer Käse im Untergrund. 150 Kilometer Stollen ziehen durch den Berg. Über Wassertonnenaufzüge wurde das Erz vom Berg ins Tal transportiert. Und mit St. Martin am Schneeberg entstand hier die einst höchste ganzjährig bewohnte Dauersiedlung Europas mit mehreren hundert Bewohnern. Mit ein bisschen Fantasie kann man sich gut vorstellen, wie es damals hier zuging. Der nächste Morgen. Heute ist es mal wieder bewölkt, windig und kalt, aber trocken. Wir sind jetzt auf der Gürtelscharte. Immer noch kalt, es zieht, aber es gibt auch Aussicht. In die eine Richtung nach Süden und hinüber nach Norden. Und dahin laufen wir jetzt weiter. Na dann mal los. Viel Steinwüste gibt es heute, aber auch viel Wasser. Dann sehen wir unser Etappenziel, die Siegerlandhütte. Sie ist zwar nicht mehr bewirtschaftet, aber der Winterraum ist offen und wir richten uns gemütlich ein. Kaputt. Bisschen ermüdet. Ist ja schließlich auch die zweitlängste Etappe gewesen heute. Blöder Wind, kalt, aber schöne Wege, schöne Eindrücke. Und so geht auch dieser Tag zu Ende. Der nächste beginnt wieder mit Traumwetter und mit einer Schuttwüste, wo einmal der Triebenkaferner war. Wir laufen durch eine graue Mondlandschaft, die ursprünglich von Eis und Schnee bedeckt war. Einziger Lichtblick hier ist der gleichnamige See, dessen Grün fast unirdisch wirkt.
Vom nächsten Joch aus, dem Gamsplatzl, sehen wir unser Tagesziel, die Hildesheimer Hütte. Und darüber die Ausläufer des Stubaier Gletscherskigebiets. Schauen wir lieber nach Westen, da sieht's schöner aus. Dann steigen wir zur Hütte ab und nehmen den dortigen Winterraum in Beschlag. Am nächsten Morgen steigen wir auf einem schönen Weg zur Jochdole auf. Aber dann. Industrielle Skisaisonvorbereitung. Im Frühjahr werden Teile der Gletscher mit Vlies abgedeckt, um das Abschmelzen zu verringern. Hier wurde offenbar auch Schnee von der Nordseite angehäuft, der jetzt mit Pistenwalzen und Baggern verteilt wird. Ziel ist natürlich die Verlängerung der Skisaison, aber immerhin verzögert es auch das Gletschersterben. Wir laufen über die Reste von Gaiskar und Windach-Ferner. An ihrem Fuß spucken die Gletscher Müll aus, den vermutlich niemand je einsammelt. Immerhin, der anschließende Abstieg über den Fräulerskofel ist wieder ruhig, einsam und von strahlender Sonne beschienen. Der anschließende Weg zum Seekasee zeigt sich nach wie vor als herrlicher Höhenweg. Aber er zieht sich. Eigentlich hätten wir danach noch einmal 600 Höhenmeter zur Hochstubaihütte hinauf. Aber wir entscheiden uns dagegen und laufen lieber 600 Höhenmeter hinunter, zu Fiegels Gasthaus, wo wir übernachten. Heute wollen wir die letzte Etappe zur Hochstubaihütte nachholen. Wir müssen jetzt zwar erst einmal wieder die 600 Höhenmeter rauf, die wir gestern abgestiegen sind, aber dafür ist der Rucksack leichter. Da wir heute Abend noch einmal im Gasthaus übernachten wollen, bleibt nicht nötiges Gepäck unten. Wieder mal alleine und bei immer noch allerbestem Wetter lassen wir den Seekasee bald hinter uns und steigen weiter über teils versicherte Wege und durch Blockgelände, dessen Schutt offenbar nicht nur aus Grundmoräne besteht. Und dann sind wir am Höhepunkt des Tages, vielleicht sogar der ganzen Tour, die Himmelsleiter. Ganze Treppen sind hier aus den vorhandenen Felsplatten in eine steile und ausgesetzte Flanke gelegt, die vom hohen Nebelkogel herabstürzt. Wie man auf die Idee kommen kann, durch dieses Gelände einen Weg zu bauen, ist schon irre. Was? Oder wer? Die Himmelsleiter endet kurz vor der Hochstubaihütte. 1979 hat Leo hier botanisch geforscht. Damals war die Mulde, über die wir jetzt schauen, noch komplett vom Firn bedeckt. Lediglich auf dem hohen Nebelkogel gab es ein paar Quadratmeter mit Pioniergewächsen, die zwischen Fels und Schnee überlebten. Über Blockschutt laufen wir hinüber zum Gipfel. Alter Mann. Kann das nicht mehr so wie früher. Wir stehen jetzt auf dem Gipfel des hohen Nebelkogels in 3186 Metern. Den Vorläufer dieses Kreuzes hat Leo 1983 aufgrund eines Gelübdes eigenhändig hierauf gebracht. Das ist aber mittlerweile schon mehrfach vom Blitz zerschlagen worden. Immerhin finden wir noch einen Teil des alten Längsbalkens. AD 1983, ja genau. Hier sieht man es noch. Ja, AD 1983. Und da war dann später eine Kupferplakette drauf. Fast 1,5 Stunden verbringen wir auf dem Gipfel, genießen die auch heute wieder fantastische Fernsicht, buchen unsere morgige Rückfahrt und entlasten unsere Rucksäcke. Das Futter muss ja schließlich auch mal weg. Wir steigen zum Laubkarsee ab. Der ganze Weg verläuft durch Schutt und Blockwerk,
während Leo sich noch an lange Schneefelder erinnert, die den Abstieg wesentlich angenehmer machten. Der See entschädigt uns dann wieder von den Strapazen, so idyllisch liegt er im Kar. Wir genießen einmal mehr die Sonne und die Stille, die wir als prägenden Eindruck von dieser Tour mitnehmen werden. Sie heißt nicht umsonst Söldens stille Seite.